Über die Plattform Deri haben wir in der Vergangenheit schon einige Videos für euch produziert. Eine absolut geniale Crypto-Options-Plattform, die leider in der Vergangenheit relativ unzuverlässig funktioniert hat. Die Version 4 soll aber Abhilfe schaffen. Schafft es das Team zu liefern, was es versprochen hat? Wir haben uns bereits vor ein paar Monaten wieder an das Protokoll hingetraut und berichten euch heute über unsere Erfahrungen. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Für diejenigen, die schon etwas länger hier auf diesem Kanal mitgucken, die wissen, dass unser liebstes Trading-Instrument die Optionen sind. Warum? Weil diese so mannigfaltig einsetzbar sind und weil die Optionen auch auf die eigene Trading-Strategie individuell angepasst werden kann und die Nutzung auch nicht zeitkritisch ist. Das heißt, ihr müsst hier nicht absolut perfektes Timing haben und keine Angst haben, dass die Finanzierungskosten dieses Trading-Instrumentes eure Gewinne wieder auffressen. Wir haben euch schon mal in der Vergangenheit die Optionen und Powers von Deri vorgestellt. Für diejenigen, die noch neu in diesem Bereich sind, guckt euch einfach mal die oben verlinkte, aber auch unten in der Videobeschreibung verlinkte Playlist über Deri an. Das ist meines Erachtens immens wichtig, um jetzt hier auch bei den künftigen Videos, die jetzt die nächsten Wochen erscheinen, gut mitkommen zu können. Grundsätzlich ist die Plattform rund um Deri eine absolut geniale Plattform. Leider war aber in der Vergangenheit einige Unzuverlässigkeiten festzustellen. Das heißt, einige Trades konnten mitunter nicht sofort ausgeführt werden und das ist natürlich der absolute Super-GAU für eine Trading-Plattform, vor allem im Kryptobereich, wo natürlich die Abwicklungsgeschwindigkeit wichtig ist, wegen der sehr starken Volatilität. Vor ein paar Monaten wurde bereits die Version 4 des Protokolls gelauncht. Die haben wir uns natürlich etwas genauer angeguckt und werden euch die Erfahrungen aus den letzten Monaten heute mitteilen. Bevor wir starten, noch eine kurze Bitte: Wenn ihr diesen kostenlosen Mehrwert, den ihr mehrmals pro Woche von uns mitbekommt, schätzt, dann hinterlasst einfach einen Daumen hoch. Gebt auch gerne einen Kommentar ab und leitet diese Videos weiter. Das hilft uns, dass der YouTube-Algorithmus eine größere Relevanz uns zuspricht und würde natürlich auch beim Kanalwachstum helfen. Also, genug gequatscht, jetzt steigen wir ein. Wir fangen mal mit einer Übersicht bei DeFi-Lama an, bei dem wir uns einfach mal die verschiedenen Optionsprotokolle zu Gemüte führen. Ihr seht hier, dass das Deri-Protokoll ja eigentlich auf Platz 1 gelistet ist. Das stimmt aber nicht. Warum? Weil das Total Value Locked oder der Wert des Total Value Locked aus der Blockchain falsch gezogen wurde. Hierfür habe ich mich den offiziellen Daten von Deri bedient in den Statistiken und da sehen wir, dass wir ein Total Value Locked von momentan 4,06 Millionen haben, was dann korrekterweise zu einer Einstufung auf Platz 9 aller Optionsprotokolle führen sollte. Wir müssen hier feststellen, dass das Total Value Locked jetzt relativ gut angestiegen ist über die letzten 1 bis 2 Monate, wir aber eine längere Phase hatten, wo eigentlich fast gar nichts passiert ist. Wichtig zu erwähnen ist der Umstand, dass das Treasury bei Deri momentan noch relativ schwach aussieht. Wir haben nur etwa knapp eine halbe Million US-Dollar an Arbitrum-Tokens zugegebenermaßen. Diese werden wahrscheinlich im Laufe der nächsten Monate, respektive auch 1 bis 2 Jahre, ordentlich ansteigen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist nur etwa 10% an Treasury vom gesamten Total Value Locked relativ wenig. Da würde ich mir schon wünschen, dass die Jungs und Mädels rund um das Deri-Team 30 bis 50% an Total Value Locked vom Treasury aufbauen können. Machen wir mal einen kurzen Schwenk zum White Paper, um zu gucken, was sich denn in der Version 4 so alles verändert hat. Zum einen werden viel mehr unterschiedliche Blockchains unterstützt. Das sehen wir hier auch in der Benutzeroberfläche, wenn wir oben rechts gucken, dass in der Zwischenzeit 8 verschiedene Blockchains unterstützt werden. In der Zwischenzeit ist es auch so, dass die Liquidität für das Trading dieses Protokolls, denn es handelt sich ja hier um ein absolutes dezentrales Protokoll, wo nicht Käufer und Verkäufer direkt zusammengeführt werden, sondern wo mit einem Liquiditätspool getradet wird, dass hier mit sogenannter konsolidierter Liquidität gehandelt wird. Das bedeutet, dass egal auf welcher Blockchain ihr handelt, immer mit dem gleichen Liquiditätspool gehandelt wird, der aber aus verschiedenen Blockchains gespeist wird, aggregiert wird und dann konsolidiert wird. Das führt dazu, dass wir natürlich eine schnellere Trade-Ausführung haben und auch geringere Netzwerkkosten, weil im Endeffekt wir, wenn man das sich von technischen Seite heraus betrachtet, Deri eine separate Layer 0 für das Protokoll erschaffen hat, bei dem die Layer 1 oder Layer 2 Lösungen alle darin münden und die grundlegende Blockchain-Struktur dann alle restlichen Aufträge zentral bündelt und administriert, was natürlich wesentlich effizienter dann abläuft. Genau diese Effizienzsteigerung hat auch dazu geführt, dass wesentlich mehr handelbare Produkte im Protokoll verfügbar sind.
Ganz besonders, wenn wir uns mal die Optionen angucken, denn hier ist es ja so, dass grundsätzlich jeder Optionskontrakt mit einem Strike ein unterschiedliches Produkt ist. Und hier sehen wir, dass bei Bitcoin schon einige Strikes verfügbar sind, zum Teil auch schon in dem Bereich von 100.000 US-Dollar, aber auch bei Ether, hier es bei 1.700 losgeht und zum Teil hier auch schon bis 5.000 US-Dollar hochgeht. Was vorher im Deri-Protokoll schon ganz besonders stark war, war der Umstand, dass die Assets, die ihr hinterlegt, egal ob sie in den Kapitalpool zur Liquiditätsversorgung gehen oder ihr als Trader aktiv werdet, bei Aave verwahrt werden. Das bedeutet, dass hier im Endeffekt kein Risiko durch die Deri-Plattform selbst besteht, sondern die Sicherheit der Aave-Plattform immer im Hintergrund mitschwingt. Zum anderen kommt hier bei den ganzen Handelsinstrumenten und beim Trading ein sogenannter proaktiver Market Maker zum Einsatz. Das ist ein relativ fortschrittlicher Market Maker, der sehr akkurat die Preise stellt. Wenn euch es interessiert, wie die verschiedenen Market Maker funktionieren, da haben wir in der Vergangenheit schon einmal ein Video darüber gemacht, über die verschiedenen Arten, die Vor- und Nachteile. Das Video verlinken wir euch oben, aber auch unten wieder in der Videobeschreibung. Was hier nochmal ganz besonders hervorzuheben ist die sogenannte XDAPP-Architektur. Das bedeutet im Grunde genommen, dass wir eine Cross-Chain-Abwicklung der Trades haben auf einer grundlegenden Blockchain. Das führt natürlich genau hierzu, dass jede Blockchain die gleiche Nutzererfahrung hat. Das heißt, es ist komplett egal, ob ihr auf Arbitrum, auf Polygon oder auf Blast tradet. Die Nutzeroberfläche und die Nutzererfahrung ist komplett identisch und somit ist die Kapitalnutzung auch viel, viel effizienter, was natürlich dazu führt, dass mit einem geringeren Kapitalbetrag viel größere Voluminas abgewickelt werden können. Beschäftigen wir uns jetzt noch etwas weiter mit dem Sicherheitsaspekt des Protokolls, denn als die Version V4 gestartet wurde, wurde auch ein weiteres Code-Audit von der Firma PeckShield durchgeführt. Etwas weiter unten im Audit finden wir auch eine Auflistung der gefundenen Fehler. Es gibt einen Fehler, der hat eine mittlere Relevanz und es gibt 3 Fehler, die eine eher geringe Relevanz aufweisen. Wir haben uns das Audit auch etwas genauer angeguckt. Die Fehler mit der geringen Relevanz wurden in der Zwischenzeit alle gelöst. Die wurden gefunden, also komplett ausgemerzt. Da gibt es keinerlei Gefahren mehr oder Angriffsvektoren, bei denen diese Fehler hätten ausgenutzt werden können. Bei dem Fehler mit der mittleren Relevanz ist es folgendermaßen, das haben wir uns auch genauer angeguckt, da hatte ein Admin-Konto relativ viele Rechte. Das heißt, im Falle eines Abgreifens eines Schlüssels von diesem Admin-Konto hätte relativ viel Schaden angerichtet werden können. Dieser Fehler wurde aber nicht gelöst, sondern er wurde nur abgemildert. Es ist so, dass gewisse Fehler in dem Code gar nicht vermieden werden können und somit auch keinen wirklichen Fehler sind, sondern eher nur eine Schwachstelle, die auch zumindest momentan nicht ausgemerzt werden kann. Und hier wurde, um dieses Problem zumindest zu mildern, ein sogenannter Time-Lock installiert. Das heißt, zwischen dem Absenden und der Ausführung von Änderungen durch dieses Admin-Konto muss jetzt mindestens ein Tag Zeitverzug entstehen. Das heißt, dass bei einer missbräuchlichen Verwendung dieses Admin-Kontos eine gewisse Reaktionszeit der Entwickler zugestanden wird, um darauf noch adäquat reagieren zu können. Grundsätzlich ist das Audit relativ solide und wir haben da ein sehr gutes Gefühl bei der ganzen Angelegenheit. Kommen wir mal im nächsten Punkt zur Anwendung von diesem Protokoll, was ihr also damit so alles Schönes anstellen könnt. Wie ihr selbst auch hier in der Produktleiste sehen könnt, bietet Deri verschiedene Handelsprodukte an. Zum einen einmal Futures auf Bitcoin und Ether, was noch nicht einmal so speziell ist. Das Spezielle sind hier die Optionen. Das sind aber nicht nur klassische Optionen, sondern sogenannte Everlasting Options. Das sind Optionen ohne Restlaufzeit, das heißt, die verlängern sich immer automatisch und machen gewisse Strategien somit viel einfacher umzusetzen. Dann haben wir noch die sogenannten Powers. Das sind im Endeffekt Perpetuals, die eine Quadratfunktion in ihrer Preisbildung haben, die sich also exponentiell entwickeln. Auf das letzte Trading-Instrument gehen wir in einem separaten Video noch drauf ein. Das ist nämlich etwas Spezielleres. Was uns an dem Protokoll und an der Benutzeroberfläche ganz besonders gut gefällt, ist der Umstand, dass alle wichtigen Informationen, die für das Trading mit diesen Handelsinstrumenten notwendig sind, super transparent und auf einen Klick verfügbar sind. Man sieht hier zum Beispiel die täglichen Finanzierungsgebühren, was in den letzten 24 Stunden so alles sich am Kurs verändert hat, aber auch die Netto-Gesamtpositionen, um eben besser einschätzen zu können, wie sich die Finanzierungskosten in der Zukunft entwickeln könnten. Wir nutzen hier hauptsächlich momentan zumindest die Everlasting Options. Warum? Weil sie eine sehr einfache Möglichkeit bieten, eben mit Optionen Handelsstrategien abzubilden und sie sind natürlich optimal, um sowohl Cashflow, aber auch gehebelte Kursgewinne zu erzielen und zwar genau in einer Mischung, wie es für jeden individuell am besten ist.
Übrigens funktionieren die Power Perpetuals von Deri auf Bitcoin und Ether ähnlich wie OpenSqueeze, den wir ebenfalls schon in einem vorherigen Video vorgestellt haben. Das verlinken wir euch natürlich ebenfalls, das dazugehörige Video oben, aber auch unten in der Videobeschreibung, damit ihr euch grundsätzlich mit den Power Perpetuals auseinandersetzen könnt. Denn diese bieten eine wirklich sehr, sehr interessante Möglichkeit, exponentiell von Kursgewinnen zu profitieren, wenn ihr das Timing des Basiswertes einigermaßen korrekt einschätzen könnt. Zu guter Letzt gibt es noch für die relativ konservativen Investoren natürlich auch Liquiditätspools, mit denen ihr spielen könnt. Es gibt ja die Möglichkeit, verschiedene Handelswährungen einzusetzen, zum einen Stablecoins, aber auch Bitcoin, Ether, Arbitrum und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt hier einmal die Möglichkeit, Kryptowährungen zu hinterlegen, um weiterhin auch die Kursgewinne dieser Kryptowährungen mitzunehmen. Gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, an der Wertveränderung des Kapitalpools beteiligt zu werden. Das bedeutet ja immer bei diesen dezentralisierten Handelsplattformen, dass ihr das Ausgleichskapital für Gewinne und Verluste stellt. Das heißt, die Verluste eines Traders sind eure Gewinne und genauso andersrum. Langfristig ist es aber so, dass bei solchen Handelsplattformen die Verluste der Trader immer höher sind als die Gewinne der Trader, was langfristig dazu führt, dass der Liquiditätspool an Wert gewinnt und das natürlich ein Gewinn für euch ist. Zusätzlich wird die Liquidität, die hier in diesen Pools bereitgestellt wird, durch die Aave-Zinsen incentiviert. Wir hatten ja schon mal festgestellt, dass alle Assets auf Deri bei Aave hinterlegt werden und somit bekommt ihr zusätzliche Lending-Zinsen in dieser Kryptowährung gutgeschrieben und in manchen Assets wird sogar auch noch der hauseigene Deri-Token als weiterer Anreiz ausgeschüttet. Hier zum Beispiel beim LUSD. Bekommt ihr nicht nur die Wertentwicklung vom Liquiditätspool, nicht nur die Zinsen auf LUSD über das Aave-Protokoll, sondern auch relativ fette Ausschüttungen in Höhe von momentan 15% über den protokolleigenen Deri-Token. Zu guter Letzt gibt es eigentlich nur noch zu sagen, dass Deri eines unserer beliebtesten Protokolle ist, das wir auch weiterhin am liebsten nutzen, weil einfach so tolle Ergebnisse damit möglich sind. Wir hoffen darauf, dass sich die Plattform weiterhin relativ stabil entwickelt und dass diese Aussätze aus der Vergangenheit endgültig der Vergangenheit angehören. Was mit dieser Plattform sehr, sehr einzigartig ist, ist eben der Umstand, dass wir über den Verkauf von gedeckten Put-Optionen mit einem Strike überhalb des aktuellen Kurses von zum Beispiel Bitcoin oder Ether gehebelte Kursgewinne generieren können und gleichzeitig dafür sogar noch in Form von Optionsprämien bezahlt werden können. Das ist absolut genial und bringt den Umstand mit sich, dass die Strategie nicht mehr zeitkritisch ist. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir zum absolut korrekten Zeitpunkt einsteigen. Wir brauchen keine Angst haben, dass unsere zukünftigen Kursgewinne von Finanzierungskosten aufgefressen werden. Nein, das Schöne daran ist, je länger der Kursschub auf sich warten lässt, desto mehr werden wir mit Optionsprämien bezahlt. Das heißt, wir haben hier ein hybrides Investmentobjekt gefunden, mit dem man gleichzeitig Kursgewinne, aber auch Cashflow erzielen kann. Wenn ihr das lernen wollt, kommt sehr gerne auf uns zu, nehmt Kontakt mit uns auf, denn mitunter diese Strategie ist ein Teil unseres Master Coachings. Wenn ihr das lernen wollt, können wir das natürlich euch in 1:1 Gesprächen vermitteln, damit ihr das auch natürlich gewinnbringend für euch und in der Zukunft nutzen könnt. Wenn ihr grundsätzlich an dem Handel von Futures, Optionen, aber auch Power Perpetuals bei Deri interessiert seid, haben wir unten für euch den Link für euch in die Videobeschreibung eingebettet. Das ist ein Affiliate-Link. Da habt ihr, wenn ihr diesen nutzt, keinerlei Nachteile, aber dieser Kanal erhält dann einen Anteil der Handelsgebühren, die ihr verursacht, als Provision ausgeschüttet. Das würde uns natürlich sehr helfen, unsere Arbeit für euch fortzuführen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst sehr gerne einen Kommentar, was ihr zum Protokoll sagt. Gebt auch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch tatsächlich gefallen hat. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.